Herr Beierke, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen für dieses Interview. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Auf welchen rechtlichen Grundlagen beruht der Handel mit gebrauchter Software? Der Handel mit gebrauchter Software beruht auf dem sogenannten Erschöpfungsprinzip. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich der ganz einfache Grundsatz, dass ein Hersteller, wenn er sein Produkt einmal in den Verkehr gebracht hat, dessen weiteres Schicksal und dessen weitere Verbreitung nicht weiter kontrollieren können soll. Das ist für andere Waren seit Jahrzehnten und Jahrhunderten schon eine Selbstverständlichkeit. Bei Software ist es eigentlich auch schon seit jeher klar. Allerdings hat es etwas gedauert, bis die Rechtsprechung das bestätigt hatte. Und zwar im Jahr 2012 hat der Europäische Gerichtshof, der EuGH, entschieden, dass dies auch für Software gilt. Und seitdem sind alle wesentlichen Grundsatzfragen als geklärt anzusehen. Lediglich bestimmte Voraussetzungen müssen eingehalten werden für den Vertrieb. Welche Voraussetzungen sind das? Die Voraussetzungen, das sind zum großen Teil Selbstverständlichkeiten. Zum einen muss es sich um Kaufsoftware handeln. Bei Mietsoftware greift der Erschöpfungsgrundsatz nicht. Die Software muss erstmalig in der Europäischen Union oder einem anderen Land des europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht worden sein. Und dann, ganz wichtig, die Software muss unbrauchbar gemacht worden sein vom Ersterwerber. Sprich, es darf nicht zu einer Lizenzvermehrung kommen oder so etwas. Das ist aber auch eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Seriöse Anbieter wie die Firma Usesoft erfüllen diese Voraussetzungen schon seit jeher und das ist auch kein Problem, die zu erfüllen und insofern besteht für den Nutzer auch kein Risiko. Gilt dies auch für Online-Lizenzen und für Einzellizenzen aus Volumenpaketen? Ja, das gilt sowohl für Online-Lizenzen als auch für einzelne Lizenzen oder Lizenzpakete aus Volumenlizenzen. Der Europäische Gerichtshof hat gesagt, ja, der Übertragungsweg spielt keine Rolle. Ebenso ist von der Rechtsprechung geklärt, dass Einzellizenzen oder Einzellizenzpakete aus Volumenlizenzverträgen, dass die durchaus aufgespalten und separat weitervertrieben werden dürfen.